Hallo, liebe Freunde. Lange habe ich nichts von mir hören lassen. Der ganze Winter war sehr schwer und jetzt liege ich hier. Ja, so ist das im Leben. Ich bin hier auf der Quarantänestation, aber nicht, weil ich irgendwas Ansteckendes habe, sondern damit ich davor geschützt werde, mich anzustecken. Denn wie soll ich das erklären? Naja, ich erkläre das nachher. Ich habe den ganzen Winter über schon Probleme gehabt mit dem Atmen. Aber ich konnte mit meinen Hunden noch laufen. Es war zwar anstrengend und dann im Januar bin ich krank geworden, hatte eine Grippe. Und nach der Grippe, mehrere Wochen war ich hier im Haus, war ich ja nicht der Fitteste, habe ja nicht viel Bewegung gehabt. Und als ich dann wieder rausging, da hatten wir diesen heftigen Frost, Temperaturen bis minus 27 Grad. Und da konnte ich mir das natürlich schenken, mit den Hunden zu laufen. Ich war einmal in der Woche nur einkaufen, also heißt noch weniger Bewegung. Deshalb ist mir das alles gar nicht erst aufgefallen, was los ist. Erst wo es jetzt wieder wärmer wurde, bin ich da wieder mit den Hunden und wir sind nie weit gekommen, immer nur ein paar 100 Meter und dann musste ich umdrehen. Ich habe also keine Luft bekommen. Ja, unsere alte Strecke, wir sind normalerweise immer 3 Kilometer, sind wir gelaufen, aber da war gar nichts. Ja, wir sind 400 Meter gelaufen und das war es im Endeffekt. Und naja, es ging mir immer schlechter. Und da ich am Mittwoch sowieso zur Blutabnahme musste, wegen meiner Gerinnungshämmer, haben wir ein ganzes Blutbild machen lassen. Und wie ich dann gestern Morgen die Nachricht aufmachte, ja, wir bekommen das hier zugeschickt oder in der digitale Patientenakte wird das reingeschrieben und wir bekommen eine Nachricht. Habe ich mir die Werte angeguckt und ich muss sagen, ein desolates Blutbild. Die weißen Blutkörperchen sind total unten. Hämoglobin total im Arsch. Ja, also es sind einige Werte, die kreuz und quer sind, die nicht sollten sein. Und das kenne ich, als das mit meiner Herzinsuffizienz anfing, vor 5 Jahren, hatte ich genau so ein Blutbild. Und ich habe die ganze Zeit schon getippt, dass ich zu viel Wasser im Körper habe. Und auf jeden Fall habe ich dann sofort einen Arzt angerufen. Es war auch eine Nachricht dabei, ich sollte sofort zum Arzt einen Termin geben lassen. Ja, und dann bin ich heute Morgen zum Arzt, mit der Ärztin geredet und sie sagte, dass sie mich sofort ins Krankenhaus verfrachten wird. Alles klar, jetzt liege ich hier in Lappenrand rum und stinke. Und ich bin da mit dem Taxi hierhin. Man wird da mit dem Taxi gebracht. Ja, mein Auto musste ich stehen lassen. Und habe erst eine Zeit in der Notaufnahme gelegen. Mir wurde Blut abgenommen. Ich war beim Röntgen. Und
dann kamen die Blutwerte, der Arzt kam wieder, es kam eine Schwester wieder und die haben mir dann gesagt, meine weißen Blutkörperchen, die sind total unten. Ein Rieseninfektionsrisiko für mich. Das heißt, wenn ich da irgendwie eine Grippebakterie mitkriege oder sowas, dann infiziere ich mich sofort und dann kann es Feierabend sein. Deshalb hat man mich hier in diesen Raum verfrachtet. Ja, und gut, nicht schlecht hier, ich habe hier meine Ruhe. Da in der Ambulanz war es doch etwas lauter. Ja, links neben mir eine Frau, die gestürzt ist, die hatte unheimlich Schmerzen. Rechts eine, die Hüftbruch hatte, auch Schmerzen und beide, na klar, verständlich, sind dann am Rumjammern, die sind am Leiden. Ja, und hier ist Ruhe. Ich habe sogar ein eigenes Klo. Ja, naja, auf jeden Fall, man hat mir eben nochmal Blut abgenommen. Und die Proben gingen sofort mit Taxi per Express ab nach Helsinki. Jetzt warte ich hier auf die Ergebnisse. Ja, das ist schon 1,5 Stunden her. Ob ich nach Hause kann, weiß ich nicht. Sieht schlecht aus. Und da kommt schon wieder jemand. Ja, jetzt bin ich unterbrochen worden. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich dran war. Ach so, mit der Blutprobe. Ja, die ist auf dem Weg nach Helsinki per Kurier, Taxikurier. Jetzt kam die Schwester eben rein. Ist alles scheiße. Wir haben überlegt, was wir jetzt machen, denn die wissen, dass ich Hunde habe. Das sind selber Hundebesitzer. Was jetzt das Beste wäre, aber es kommt alles auf die scheiß Blutprobe an. Die Ergebnisse werden erst heute Abend kommen. Man wollte mich nach Hause entlassen jetzt. Das heißt, ich muss erst mit dem Taxi zu der Gesundheitsstation, zu dem, wie heißt das jetzt? Jetzt komme ich schon wieder nicht drauf, wie das auf Deutsch heißt. Zu diesem Gesundheitszentrum, da ist mein Auto, dann hätte ich nach Hause fahren müssen, meine Hunde versorgen. Aber wir haben 4:30, die haben gut gegessen. Und dass ich dann wiederkomme mit meinem Auto und notfalls über Nacht hier bleibe. Naja, das ging hin und her, haben wir uns den Kopf gemacht. Ich habe mich jetzt entschieden. Thor liegt draußen im Garten. Jetzt ist Gerda alleine im Haus, weil wir haben Frühling, angehender Frühling. Ich habe noch teilweise Schnee im Garten und es ist auch noch zu kalt für die Kleine. Wir hatten heute 7 Grad und nachts sind die Temperaturen unter 0. Das wird zu kalt nachts für sie. Ja, sie liegt jetzt im Haus und wartet. Sie hat natürlich Essen, sie hat noch Trockenfutter. Sie kriegen von mir morgens und nachmittags kriegen sie Nassfutter. Ich koche ja für die. Und das Trockenfutter, ich sage mal Knabbergebäck, das steht dann so für zwischendurch mal. Ja, jetzt werde ich vor Mitternacht wahrscheinlich hier nicht wegkommen, wenn man mich weglässt. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn die Medikation fertig ist und sowas, das alles mit nach Hause zu nehmen. Denn so geht es mir gut. Ich kann nur nicht weit laufen. Ich habe immer noch mein altes Tempo drauf und das ist die ganze Scheiße. Ich laufe zu schnell. Ich muss mich wirklich bremsen. Ja, damit ich nicht aus der Puste bekomme. Gut. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
naja, gut, wir werden dann schauen, ob das möglich ist, dass ich am Morgen wiederkomme wegen den Medikamenten, wegen der ganzen Untersuchung, dass ich dann wegen den Hunden eben hin und her fahre. Ich lebe jetzt noch nicht lange da, wo ich jetzt lebe, und deshalb habe ich auch keinen. Ja, in der Nachbarschaft leben viele alte Leute. Gegenüber von mir wohnt eine alte Frau, die ist 80 Jahre, so eine ganz kleine. Hunde lieb ohne Ende, aber mit meinen beiden, da kann die drauf reiten. So die Größe hat, die könnte Thor als Pferd könnte sie nehmen. Ja, also, sie liebt die beiden ohne Ende. Ja, und Leute, die nur vom Sehen kennen, die lässt Thor überhaupt nicht im Garten. Das ist ein Herdenschutzhund, ja, also Unbekannte lässt er gar nicht rein. Naja, jetzt wollen wir mal schauen, wie das jetzt wird. Ja, ich habe ganz vergessen, oder ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, also meine weißen Blutkörperchen, die sind total unten. Ja, deshalb das Infektionsrisiko, Hämoglobin im Arsch, ja, Natrium ist unten, also ich habe alles Mögliche im Keller. Naja, wir wollen das Beste hoffen. Ich hoffe, dass da ein paar Entwässerungstabletten reichen und ein bisschen Eisentabletten, dass das wieder alles vorwärts geht. Ja, als ich damals die Herzinsuffizienz hatte, da habe ich 20 Kilo ruckzuck zugenommen. Und ich war 3 Tage im Krankenhaus. In den 3 Tagen habe ich 20 Kilo abgenommen. Es war alles Wasser, ja. Ich kann nicht sagen, ich habe die Infusion bekommen. Ich habe damals morgens noch nicht mal gefrühstückt gehabt. Da kamen die schon an, brachten mir dann den Beutel. Und da bin ich in einer Stunde 8-mal pinkeln gegangen. Ja, jedes Mal, wenn ich wieder zurückkam, aufs Bett gelegt, der Raum, der war schön beheizt, ich hatte eine wunderschöne Aussicht auf den Seimersee, ich brauchte mich gar nicht zu bewegen, ja, konnte schön von meinem Bett aus dem Fenster schauen, auf den Seimer, auf den Golfplatz. Ja, und jedes Mal, wenn ich mich wieder in das Bett legte, die Beine gerade, die Füße zugedeckt hatte, weil die ja immer so kalt werden dann, ja, da konnte ich wieder aufstehen und aufs Klo marschieren. Naja, auf jeden Fall nach 3 Tagen hatte ich 20 Kilo weniger. Ja, also als ich an dem Tag ins Krankenhaus gegangen bin, da habe ich die Hose nicht zugekriegt. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum ich so zugenommen habe, obwohl ich nicht viel gegessen habe. Ja, wie ich dann wieder nach Hause bin, dann fiel mir die Hose bald vom Arsch. Ja, meine Hunde, die haben sich damals so gefreut. Damals hatte ich auch jemanden, der aufgepasst hatte. Die waren damals im Garten die ganze Zeit und eine Bekannte ist sie dann füttern gegangen und das habe ich jetzt leider nicht. Ja, deshalb, ich habe mir eben so einen Kopf gemacht, weil Thor ist auch schwer krank im Moment. Der wird nicht mehr lange haben. Naja, mal gucken, was es noch für Überraschungen gibt heute. Wir werden sehen. Ich halte euch jetzt am Laufenden noch ein bisschen. Ja, jetzt habe ich mir mal eben was übergezogen und noch was zu essen kommen lassen. Denn ich habe heute Morgen nur eine Birne gehabt und wir haben ja schon abends. Dann geht der Blutzucker im Keller. Ja, deshalb wird es ein bisschen kühl bei mir hier. Naja, schaut mal, was ich hier zu essen kriege. Hier die Heidelbeersuppe, die habe ich schon aufgemacht. Ich habe schon ohne euch angefangen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ist nichts Weltbewegendes, aber ich bin ja auch hier nicht in einem Restaurant. Ja, ich bin hier in der Ambulanz bin ich noch. Naja, der Hunger wird es reintreiben. Kohldampf habe ich ohne Ende. Ich hatte eigentlich was anderes eingeplant für heute. Gut, dann werden wir das am Wochenende dann mal essen.
Und jetzt nach dem Buffet hier vorne heißt es dann auch wieder warten. Vor allen Dingen muss ich mit dem Akku sparen. Jetzt haben wir schon 19 Uhr. Ich bin eben abgeholt worden für eine Untersuchung. Ich war zum Ultraschall und habe tierischen Schrecken bekommen. Denn ich habe gedacht, man schaut Herz und Lunge an, aber dem war nicht so. Man hat die Nieren gecheckt. Und daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht, dass ich ein Problem mit den Nieren haben könnte bei diesen Blutwerten. Ja, es ist aber so, dass da nichts dran war, zum Glück. Ja, jetzt muss ich noch weiter warten. Ich warte immer noch auf die Blutergebnisse. Ich weiß ja nicht, wie die analysiert werden, keine Ahnung. Der Otto-Normalverbraucher geht ja immer davon aus, dass man alles in eine Maschine reinschmeißt und unten kommen die Ergebnisse raus. Aber ich habe früher in der Chemie gearbeitet. Ich weiß also, dass so manche Analysen doch länger dauern können. Also weiter warten. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja sogar noch ein Abendessen. Ja, jetzt haben wir 10 Uhr. Und ich habe einen dicken Hals, denn die Analyse wird erst morgen gemacht. Jetzt wollte man mich über Nacht hier behalten. Ich habe mit Engelszunge geredet, denn die Hunde, die sind ja nun mal alleine. Jetzt lässt man mich nach Hause auf eigene Gefahr. Sagte mir, Ansteckungsrisiko ist groß und bla bla bla. Weil die weißen Blutkörperchen sehr wenig sind. Mein Gott, ich habe die ganze Zeit zu Hause gehangen. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Ja. Mir geht es soweit gut, bis auf die Atemschwierigkeiten. Ja, da kommt der Pfleger. Ja, war die Nachtschicht. Da rufen wir jetzt ein Taxi. Kann ich zurück nach Imatra mein Auto holen und dann kann ich noch ein paar Kilometer fahren nach Hause. Ja, und dann kann ich mir überlegen, was ich mit den Hunden mache. Ich habe zwar eine Nachbarin, aber die ist klein, 80 Jahre. Ja, ich werde nämlich wahrscheinlich 2 Nächte hier bleiben. Das ist alles eine Scheiße. Aber wirklich. Ich muss mal gucken im Internet nachher noch, dass ich irgendwo Hundepfleger kriege. Ja, anrufen kann man jetzt auch noch, wo mehr die Leute sind. Dann ab Penne, wenn ich nach Hause komme. Oh, ist das eine Schneckenkacke alles. Naja, mal schauen. Mal schauen, was ich mir einfallen lasse.